Hallo und herzlich willkommen hier bei Carefrei. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Psychiatriepflege und in diesem Video konkret mit dem Thema Gewalt, Sex und Drogen. Also bleibt dran, es wird spannend. Damit du auch in Zukunft kein Video mehr verpasst, würde ich mich darüber freuen, wenn du jetzt auf den Abonnieren-Knopf klickst, damit du auch weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Mein Name ist Alexander Hölzemer, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und Gründer und Geschäftsführer von Carefrei. Psychiatrie ist meine Fachdisziplin. Ich habe mich immer sehr wohl dort gefühlt, konnte immer sehr viel Freude bei der Arbeit empfinden und habe in den letzten Jahren festgestellt, dass es doch sehr, sehr viele Vorurteile auch im fachlichen Rahmen, also auch unter anderen Kollegen, Pflegekräften etc. gibt. Und deswegen dachte ich mir, setzen wir uns doch mal ein bisschen mit meiner Lieblingsdisziplin auseinander. So, Gewalt in der Psychiatrie. Gewalt in der Psychiatrie ist ein alltägliches Thema und ich habe hier jede Menge Folien vorbereitet, die das Ganze schön und professionell anschaulich darstellen möchten, aber ich denke mir aktuell, ja, fuck it. Theorie ist Theorie und die Realität sieht häufig anders aus. Deswegen versuche ich das Ganze mal ein wenig weg von den grauen Hintergründen hin zur Praxis zu schieben. Es gibt verschiedene Formen der Gewalt und in der Psychiatrie wird man höchstwahrscheinlich mit jeder Form konfrontiert, die es da so gibt. Es gibt natürlich die körperliche Gewalt, die einem Patienten stellenweise zumuten bzw. antun möchten. Patienten greifen sich auch schon mal untereinander an. Klar, es gibt die Zwangsmaßnahmen. Zwangsmaßnahmen sind auch natürlich immer eine Form der Gewalt. Keine Frage. Und es gibt psychische Gewalt, Autoaggressivität, also dass sich Leute selber Gewalt zuführen, je nachdem, was für ein Krankheitsbild dem Ganzen zugrunde steht. Aber auf jeden Fall, Gewalt ist in der Psychiatrie auf jeden Fall ein sehr großes Thema. In der Pflege im Allgemeinen, und ich finde, dass außerhalb der Psychiatrie das Thema Gewalt insbesondere in der Pflege viel zu wenig Beachtung findet und viel zu wenig auch thematisiert wird. Deswegen auch an dieser Stelle setzen wir uns einfach mal mit dem Thema Gewalt in der Psychiatrie, respektive auch Gewalt in der Pflege auseinander. Man erfährt, finde ich, sehr viel Gewalt als Pflegekraft. Also ich bin im Rahmen meiner Tätigkeit mehrfach angegriffen worden, ich bin gebissen worden, ich bin geschlagen worden, ich bin bespuckt worden, angepinkelt, sonst was. Also man darf echt nicht aus Zucker sein. Und erstaunlicherweise sind die wenigsten Übergriffe in der Psychiatrie passiert, einfach auch aus dem Grund, weil man mehr damit rechnet. Also mich hat einmal ein alter Patient, und der war, glaube ich, 89 damals, hat mich bei der Erstmobilisation nach OP, hatte mir in die Schulter gebissen. Zum Glück saßen seine Dritten nicht so, wie sie hätten sitzen sollen. Und ja, ansonsten hätte er mir da durchaus auch ein Stück aus dem Arm rausbeißen können. Also ja, Pflege ist nichts für Feiglinge, an dieser Stelle mal gesagt. Und ja, insbesondere in der Psychiatrie wird man auch mit sehr gewalttätigen Menschen unter Umständen konfrontiert, wobei es da das Wichtige für alle Berufsgruppen ist, klar zu differenzieren, was ist Krankheit, was ist Charakter. Das ist ein alter Spruch aus der Psychiatrie, alte Psychiatrieweisheit. Und damit ist einfach Folgendes gemeint: Wenn jemand gewalttätig ist, es gibt schlechte Menschen. Ja, das sage ich als Philanthrop wahnsinnig ungern, aber die gibt es. Es gibt Leute, für die ist Gewalt einfach ein absolut legitimes Mittel, ihre Ziele zu erreichen. Und da gibt es sehr schlimme Formen der Gewalt, die diese Menschen anderen Menschen ohne mit der Wimper zu zucken zufügen. Und natürlich ist bei vielen von denen auch eine psychische Erkrankung die Ursache des Verhaltens. Allerdings nicht bei jedem. Es gibt Leute, die sind halt, ja, die sind vollkommen steuerungsfähig, wie es so schön heißt. Also die sind sich absolut der Tatsache bewusst, dass ihr Handeln jetzt nicht adäquat ist, nicht angemessen und dass sie dem Gegenüber damit Leid zufügen und es ihnen einfach egal ist.
Allerdings würde ich unterstellen, dass jeder, der gewalttätig ist, ein Psychopath oder Soziopath ist, dann hätte ich es nicht so lange in der Psychiatrie ausgehalten und dann wäre das auch nicht weiterhin mein absolutes Lieblingsfachgebiet. Deswegen schauen wir uns lieber mal die Gewaltformen an, die man so im stationären Alltag häufiger erlebt. Verbale Gewalt. Verbale Gewalt erlebt man sehr häufig in der Pflege. Beschimpfungen, Beleidigungen gehören stellenweise fast schon zur Tagesordnung. Die Frage, wann Gewalt zur Gewalt wird, beziehungsweise die Wirkung einer Aussage kann wahnsinnig gewalttätig sein, je nachdem, in welcher Form sie stattfindet. Ein Klassiker der alltäglichen Gewalt, die vielleicht jeder aus seinem privaten Umfeld auch kennt, ist die Bagatellisierung. Ich bin überhaupt kein Freund von Bagatellisierung, schlicht und ergreifend, weil das durchaus rhetorische Gewalt sein kann und man einfach, indem man zum Beispiel zu jemandem sagt, der gerade frisch getrennt ist, andere Frauen haben auch schöne Töchter, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Das ist ein Schlag ins Gesicht, meiner Meinung nach. Ich finde das ganz furchtbar, wenn ich das irgendwo höre. Einfach aus dem Grund, damit wird eine Trennung wegbagatellisiert. Das ist nichts, was irgendwie witzig ist und das ist auch nichts, was irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Wenn man nicht für jemanden da sein kann, dann ist das ja in Ordnung. Also das Schönste, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe selber eine Trennung mal vor einigen Jahren, eine schlimme Trennung hinter mir gehabt. Und das schönste Kompliment, was mir die schönste Aussage, die einer meiner engsten Freunde zu mir zu dem Thema gesagt hat, war: Ich bin nicht der Typ, mit dem du über solche Sachen reden kannst, aber wenn du mich brauchst, rufst du mich an. Und das fand ich einfach wahnsinnig schön, weil ich das nicht von ihm erwartet habe und der mir einfach in dem Moment signalisiert hat, ja, okay, er nimmt wahr, mir geht's nicht gut. Ich habe mich also wahrgenommen gefühlt in dem Moment und hat mir zugleich seine Hilfe angeboten, auch wenn er dazu gesagt hat, dass er jetzt vielleicht nicht der Experte da ist. Aber das ist meiner Meinung nach das Beste, was er hätte machen können. So viel dazu. In der Psychiatrie, um wieder die Kurve zu kriegen, in der Psychiatrie hat man das auch häufig. Gerade das Thema Trennung ist auch natürlich ein Thema, was in der Psychiatrie häufig da ist. Es gibt immer wieder große Dramen bei Trennung, Suizidversuche, körperliche Gewalt gegenüber dem Partner und. Also es ist auf jeden Fall ein präsentes Thema, wo man sich dann auch ganz klar damit auseinandersetzen muss. Und gerade diese Bagatellisierung, also wenn man sich selber einen Gefallen tun will, dann streicht man das aus seinem Wortschatz komplett. Und in der Psychiatrie macht man sich damit auf jeden Fall das Leben leichter, weil die Leute nehmen das schlicht und ergreifend als Provokation wahr. Gerade in dem stationären Setting, wo man viele Leute auch hat, die eine kurze Zündschnur haben, wie so schön heißt, also die relativ schnell an die Decke gehen, ist es natürlich nicht von Vorteil, da bagatellisierend zu sein, zumindest nicht in einer Akutsituation. Bei manchen Leuten, es gibt natürlich auch Leute, die suhlen sich quasi in ihrem eigenen Leid. Da kann es dann durchaus mal von Vorteil sein, sie auch ein wenig zu provozieren. Aber das ist schon Gesprächsführung für Fortgeschrittene. Da wollen wir uns heute mal nicht damit beschäftigen. Sondern in erster Linie, wie kann man so den alltäglichen Wahnsinn, wie kann man die alltägliche, in Anführungsstrichen, alltägliche Gewalt, die man in der Psychiatrie so erlebt, managen, erkennen und vor allen Dingen deeskalierend einwirken. Denn es ist natürlich nicht das angestrebte Ziel, sich mit der Gewalt immer direkt auseinanderzusetzen, sondern vor allen Dingen zu schauen, wie kann man präventive Maßnahmen ergreifen, damit es eben nicht zu Gewalt kommt. Bei der verbalen Gewalt ist es vor allen Dingen der respektvolle Umgang miteinander, die gewaltfreie Kommunikation. Und ich finde, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Respektlosigkeiten zum Alltag gehören. Wir müssen nur den Fernseher einschalten und werden mit Respektlosigkeiten einfach bombardiert. Und so etwas merkt man dann natürlich. Das heißt immer, Psychiatrie und Gefängnisse sind ein Spiegel der Gesellschaft. Und ich finde, dass in den letzten Jahren einfach die Gewaltbereitschaft wahnsinnig zugenommen hat. In unserer Gesellschaft im Allgemeinen, in der Psychiatrie im Speziellen. Und viele Beschimpfungen, viele Respektlosigkeiten beginnen schon bei der Aufnahme. Die Leute sind stellenweise nicht
wirklich kooperativ, was man bis zu einem gewissen Punkt natürlich verstehen kann. Wenn jemand gerade mit Handschellen in die Psychiatrie nachts um 3 gebracht wird, dann ja, ist da die Einsicht nicht immer vorhanden. Das kann ich auch durchaus verstehen. Man muss es ja auch immer im Kontext betrachten. Und wenn dann jemand auf meine Ansprache etwas pampig reagiert, kann ich das auch nachvollziehen. Meine Standardreaktion war dann immer, die Leute erstmal zu begrüßen, zu sagen, ja, hallo. Und wenn die mich dann beschimpft haben, habe ich gesagt, naja, das wird uns jetzt hier im Laufe des Abends nicht voranbringen. Jetzt erzählen Sie doch erstmal, was passiert ist. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Am besten sind immer Raucher. Ich bin selber Raucher und dann kann man mit den Leuten erstmal eine quarzen gehen und danach merkt man dann, wie der Blutdruck so ein wenig anfängt sich zu senken. Raucher sind ja sowieso ein kommunikatives Völkchen, wie es so schön heißt. Und ja, dann kann man auch anfangen, mit den Leuten zu arbeiten. Natürlich bleibt es nicht bei der verbalen Gewalt, sondern kann natürlich auch jederzeit in körperliche Gewalt umschlagen. Dazu ist es insbesondere in der Psychiatrie wichtig, immer zu schauen, sich selber nicht unnötig in gefährdende Situationen zu bringen. Ich habe einmal das war ein FSJler. Genau, ich habe einmal einen FSJler gehabt, der war da ein wenig beratungsresistent, der hat dann auch relativ schnell eingesehen, dass das nichts für ihn ist. Und wichtig ist immer, dass man sich einen Fluchtweg frei hält. Also zumindest als professionell Pflegender in der Psychiatrie. Also die Tür sollte immer im Rücken sein. Dass wenn jemand anspannt, jemand aggressiv wird, man muss das ja noch nicht einmal irgendwie provoziert haben. Also das ist ja das Faszinierende an psychischen Erkrankungen, gerade bei Psychosen. Von jetzt auf gleich kann etwas die Person assoziieren, kann ein Trigger sein, kann etwas in der Person auslösen, was sich im schlimmsten Fall negativ bemerkbar macht durch körperliche Gewalt. Und ja, da sollte man dann auch eine Rückzugsmöglichkeit haben. Natürlich sieht man bei vielen Leuten auch bereits im Vorfeld, dass sie anspannen. Und da sollte man sehr schnell anfangen, sich dafür zu sensibilisieren, was die Gestik angeht, was die Mimik angeht, was einfach ein Zeichen dafür sein könnte, dass es der Person aktuell zunehmend schlechter geht und sie anspannt. Ein guter Indikator dafür ist immer die Körperhaltung. Also immer, wenn wir uns nicht wohlfühlen, zeigen unsere Füße prinzipiell immer zum Ausgang. Das ist, die Füße sind unser ehrlichstes Körperteil und vor allen Dingen die komplette Körperhaltung fängt an sich zu verändern. Also jemand, der eher nach außen geht, also wo jetzt die Gefahr größer ist, dass der jetzt akut gewalttätig wird, der wird größer. Also der wird anfangen, sich aufzuplustern, wie bei Tieren. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, so okay, wir machen jetzt mal an dieser Stelle einen Cut und führen das Gespräch später weiter. Oder man bietet Bedarfsmedikation an, weil man halt sieht, dass die Person anspannt. Ansonsten bei vielen Leuten, die zu autoaggressivem Verhalten neigen, da wird die Körperhaltung eher kleiner, also Richtung Fötusstellung. Der Körper wird geschützt, die wichtigen Organe. Das ist immer so eine Schutz- und Abwehrhaltung mit den Händen, also das Verschenken der Arme, das, wenn die Leute sitzen, nach vorne beugen, wenn die Leute stehen, auch, dass die Schultern kleiner werden, dass sie sich einducken sozusagen. Und daran kann man dann halt auch gut feststellen, okay, die Person fühlt sich jetzt unwohl und kann an dieser Stelle dann nachfragen, natürlich. Also ich bin immer ein großer Freund von direkter Kommunikation und sagen, ja, ich nehme das so und so wahr. Wie geht es Ihnen denn jetzt aktuell? Und ja, also es schützt natürlich nicht vor Übergriffen, aber es ist natürlich, je mehr Mittel und je mehr Werkzeuge man quasi an der Hand hat, um zu erkennen, wie sich eine Person aktuell fühlt, auch wenn diese das jetzt vielleicht nicht zwangsläufig direkt kommunizieren möchte, umso besser und umso professioneller kann man auch gerade in der Psychiatrie arbeiten. Weil
Nirgendwo ist die Kommunikation meiner Meinung nach so wichtig und so entscheidend für den Erfolg der eigenen Arbeit und damit natürlich auch für das Genesen der Patienten als in der Psychiatrie. Und wenn man eine Fähigkeit haben sollte in der Psychiatrie, dann ist es Reden. Kommunikation im Allgemeinen mein Lieblingsthema und wie ich finde eins, was in der Gesellschaft viel zu sehr vernachlässigt wird, in der Pflege leider Gottes auch. Und in der Psychiatrie unbedingt ein Werkzeug, was man braucht und haben sollte. Ja, dann haben wir natürlich Zwangsmaßnahmen als Gewaltform, den man in der Psychiatrie häufiger erlebt. Insbesondere freiheitsentziehende Maßnahmen wie das Einschränken des Ausgangs, Fixierung im schlimmsten Fall und die leichteste Form Zimmerruhe. Solche Formen sind natürlich auch Formen der Gewalt. Diese sind nur dann möglich bzw. nötig, wenn tatsächlich eine akute Bedrohung für sich und oder andere dasteht. Die Zimmerruhe finde ich immer persönlich ein schönes Mittel, wenn Leute noch absprachefähig sind oder beziehungsweise schon absprachefähig sind, dass man einfach sagt, so, okay, jetzt mal die nächste Dreiviertelstunde will ich sie nicht draußen sehen, sondern bleiben sie jetzt mal in ihrem Zimmer. Und das ist gerade für Leute gut, die unter sehr starker Spannung stehen. Also man sieht es häufig, Leute, die angespannt sind, Leute, die innerlich angetrieben sind, wie die auch jegliche Sinnesreize, wie das einfach für die zu viel ist. Und ein Krankenhaus und eine Psychiatrie im Besonderen ist jetzt kein ruhiger Ort. Also da klingeln mir die Ohren, wenn ich vom Dienst komme, also geschweige denn jemanden, der jetzt völlig überreizt ist, mehrere Tage nicht geschlafen hat oder am besten noch einen Entzug durchmacht. Also das sind jetzt nicht die besten Grundvoraussetzungen, um Ruhe und Entspannung zu finden, also nicht immer zumindest. Und ja, das kann schon Wunder wirken. Also das ist zumindest eine Möglichkeit des deeskalierenden Eingreifens, was ganz gut funktioniert. Natürlich, wenn Bedarfsmedikation angesetzt wurde vom Arzt, Bedarf ist immer hervorragend, wenn das Schönste ist immer, wenn Patienten, die jetzt zum Beispiel keinen Suchthintergrund haben, anfangen, sich selbst neu wahrzunehmen. Also was da vorher häufig überhaupt nicht funktioniert hat und dann durch gezieltes Eingreifen der Pflege, durch Spiegeln beispielsweise, also wenn man jemandem auch ganz konkret sagt, okay, ich nehme jetzt wahr, Sie wirken etwas angespannt, einfach aufgrund ihrer Haltung, aufgrund ihrer Aussagen, was denn los? Ja? Und dann die Leute anfangen zu erzählen, dann ist es bekommt man Einblicke in das Leben dieser Person, die stellenweise unglaublich sind, wahnsinnig faszinierend und auch sehr lehrreich. Auf der anderen Seite hat die Person auch auf einmal einen Anhaltspunkt. Okay, es geht mir nicht gut, das fühlt sich so und so an, weil auch die persönliche Wahrnehmung leidet natürlich mit der Zeit unter so etwas. Häufig, nicht nur bei Patienten, sondern im Allgemeinen. Wir sind es gewohnt in einer Gesellschaft, das nennt sich übrigens strukturelle Gewalt, wenn wir es schon vom Fachlichen haben, also die Gewalt, die jetzt ein System auf einen ausübt. Das heißt ja immer, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. So viel dazu. Aber wir sind es zum Beispiel häufig gewöhnt, dass wir Leistung erbringen müssen, dass wir funktionieren sollen, dass wir uns auch selber unter Druck setzen, du musst das jetzt machen, du musst dieses machen, du musst jenes machen, du musst stark sein, etc. pp. Und das ist absoluter Bullshit. Müssen tun wir grundsätzlich nichts. Allerdings ist eine Fertigkeit, die wie ich finde, leider Gottes bei den meisten sehr schlecht und sehr schwach ausgeprägt ist, die Fertigkeit des Zuhörens. Wir haben einige Leute, die unfassbar gute Redner sind, generell in unserer Gesellschaft, aber gute Zuhörer werden zunehmend immer weniger. Und am wichtigsten ist es, sich selbst auch mal zuzuhören. Also was kann ich und was kann ich nicht? Und das dann auch entweder zu hinterfragen oder einfach zu akzeptieren. Weil man muss nicht immer die Top-Leistung abrufen, 100%. Die meisten Leute dümpeln auf einem Niveau herum, das ist unterirdisch und sind der festen Überzeugung, immer
100% zu geben, einfach bloß, weil sie permanent gegen ihre eigene Überzeugung handeln. Ja, natürlich fühlt es sich dann so an, als hätte man Bahnbrechendes geleistet, wenn man die ganze Zeit gegen den Strom schwimmt, also gegen seinen eigenen Strom. Aber sich auch tatsächlich mal hinzusetzen und zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich, wie geht es mir in dieser Situation, das tun viele Leute nicht. Und das gilt sowohl für Patient als auch Pflegekraft, als auch für die Gesellschaft im Allgemeinen. Und wäre da der wichtigste Schritt in Richtung deeskalierenden Verhalten, also Achtsamkeit. Das tut aus professioneller Sicht zum Beispiel auch erfordern zu sagen, okay, ich kann das nicht. Also es gibt immer wieder Situationen, der man in der professionellen Pflege ausgesetzt ist, die einen an die eigenen Grenzen bringen. Ich kann nicht mit jedem, klar. Also es gibt Leute, also auch gerade in der Psychiatrie, es gibt einfach Leute, die kommen, die wissen ganz genau, welche Knöpfe die drücken müssen und ja, da geht bei mir der Blutdruck hoch. Das sind für mich stellenweise rote Tücher und ich kann das akzeptieren. Ich gehe ja auch nicht drauf ein, ich provoziere die Person nicht, ich lasse mich auch nicht provozieren, aber die Person schafft es. Also da könnte ich jetzt dagegen feuern, aber Gewalt erzeugt bekanntlich Gegengewalt. Deswegen das beste Mittel der Wahl an dieser Stelle, wenn man von jemandem provoziert wird, das Ganze möglichst abzufedern und eben nicht zurückzuschießen. Aber dann auch ganz klar akzeptieren, wenn jemand etwas sagt, womit man jetzt überhaupt nicht umgehen kann, dass man sich selber aus der Gefahrensituation herausnimmt. Weil Selbstschutz steht immer vor Fremdschutz und man muss nicht über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Die eigene Gesundheit spielt die wichtigste Rolle. Insbesondere in der professionellen psychiatrischen Pflege, meiner Meinung nach. Weil niemand hat etwas davon, wenn man Angst hat, zur Arbeit zu gehen, wenn du etwas Traumatisches erlebt hast und das eben nicht verdauen kannst und du dich dann anfängst zu zwingen, weil dann merkt man das. Das ist ganz klar, insbesondere die Patienten merken das und auch das Personal. Und nirgendwo, meiner Meinung nach, natürlich in jedem anderen Fachgebiet muss man sich 100% auf seine Kollegen verlassen können. Das will ich nicht wegdiskutieren, Gottes Willen. Aber gerade in der Psychiatrie, wenn man in Extremsituationen ist, wenn man Fixierungen hat, muss man sich auf seine Kollegen verlassen können. Und da darf das, wenn das Vertrauen anfängt zu schwinden, aus was für Gründen auch immer, das sind blöde Situationen. Das sind richtig, richtig blöde Situationen. Es muss einfach funktionieren. Wenn es blöd läuft, hat man einen Fuß im Gesicht. Also ich habe mehr als nur einmal, auch gerade beim Fixieren, wenn dann irgendwelche neuen Kollegen da waren, die auch stellenweise Angst gehabt haben und dachten, sie müssen das jetzt überspielen. Nein, nicht überspielen. Wenn du etwas nicht kannst, dann kannst du etwas nicht. Das gilt in der Psychiatrie wie im richtigen Leben. Natürlich kann man sich auch mal seinen Ängsten stellen, aber das macht man dann bitte im kontrollierten Rahmen und nicht bei der professionellen Arbeit. Und wenn man so etwas generell nicht kann, dann ist die Psychiatrie vielleicht auch nicht der richtige Ort oder der richtige Arbeitsplatz für einen. Ja, das ist jetzt auch schon der perfekte Übergang zum Thema Fixierung. Fixierung ist natürlich immer Ultima Ratio, also das letzte Mittel der Wahl. Wobei es häufig in der Vergangenheit immer so dargestellt, oder es ist häufig bei zumindest medialer Berichterstattung in der Vergangenheit so dargestellt worden, dass in der Psychiatrie gerne fixiert wird. Und das ist absoluter Bullshit. Niemand fixiert gerne. Das macht keinen Spaß, das ist nicht schön und das ist wirklich das allerletzte Mittel der Wahl. Aber wenn jemand eine konkrete Gefahr für sich und oder andere darstellt, ist es halt auch einfach die letzte Möglichkeit. Ja, ich habe zum Beispiel einen Patienten mal gehabt, den haben wir fixieren müssen, als der gekommen ist. Der war hochgradig aggressiv, der war gewalttätig, der hat nach allem geschlagen, was ihm zu nahe gekommen ist. Und ja, natürlich leidet die Person, natürlich tut das auch jedem weh, der mit dabei ist, jemanden so zu sehen. Aber die Gesetzeslage hat vor einigen Jahren
beschlossen, dass es in Ordnung ist, jemanden, wenn er eine Gefahr für sich und oder andere darstellt, zu fixieren, um die Person zu schützen, auch um die Allgemeinheit zu schützen, aber nicht mehr eine Zwangsmedikation durchzuführen, weil ja die Person immer noch das Recht hat, diese zu verweigern und das auf freiwilliger Basis passieren muss. Und das finde ich persönlich unmenschlich, weil dann die Leute nämlich tatsächlich leiden und früher haben die einfach, als es noch den Grundsatz gab, keine Fixierung ohne Sedierung, haben die einfach diese Stresssituation verschlafen. Und ich würde, wenn ich gegen meinen Willen irgendwo festgebunden wäre, würde ich lieber das Ganze verschlafen, als das komplett mitbekommen. Weil ich habe das Feedback auch schon so häufig von Patienten gehabt, dass die wahnsinnig drunter leiden und wenn dann irgendwann richterlich eine Zwangsmedikation angesetzt wurde, dass genau diese Patienten dann Erleichterung verspürt haben und dann auch wieder ihr tatsächliches Wesen rausgekommen ist. Und die dann auch unglaublich dankbar dafür waren. Aber ich habe mir auch jetzt schon häufiger Vorwürfe anhören müssen, ja, wieso haben sie mich nicht früher zwangsmediziert? Wo ich dann auch den Leuten ganz klar sagen muss, ja, das darf ich nicht und die Ärzte auch nicht. Also das sind ja juristische Entscheidungen. Aber gut, das hier ist, ich bin kein Anwalt, das hier ist auch keine juristische Beratung. Da sollen sich Leute mit auseinandersetzen, in deren Fachgebiet das fällt. Und ja, aber die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, es ist ein Patient gekommen, wahnsinnig aggressiv, wahnsinnig tobend, musste dann natürlich fixiert werden und war dann auch sehr leidend. Also es hat einem schier das Herz gebrochen, aber der hat zu Hause, der hat seiner Frau das Jochbein gebrochen, weil er sie für einen Alien hielt. So, das ist dann halt auch nicht witzig. Und das ist zum Beispiel auch der Aspekt, der häufig vernachlässigt wird, wenn man sich die Gedanken, wenn man über das Thema Fixierung im Allgemeinen diskutiert, dass immer bloß ein Aspekt des Ganzen beleuchtet wird. Es macht keinen Spaß. Meistens, je nach Haus, wie der Standard ist, muss man in direkter Griffweite zum Patienten sein, also dass man eingreifen kann, sollte etwas sein, dass man die Atmung permanent beobachten kann und. Also es sorgt einfach für deutlich mehr Arbeit auf der einen Seite. Man tut eine Maßnahme einleiten, die keinen der Betroffenen Spaß macht. Natürlich stehe ich lieber draußen auf dem Balkon und rauche mit meinen Patienten und quatsch mit denen, anstatt die halt irgendwie zu fixieren. Gewalt ist nichts Schönes. Wem Gewalt gegen andere Menschen Spaß macht, der hat ein ernstzunehmendes Problem und der ist gemeingefährlich. Ja, also niemand macht es Spaß, jemanden zu fixieren und es ist immer die Ultima Ratio und mir schwillt da echt die Krawatte, wenn ich da halt höre, ja, die Pflegekräfte in der Psychiatrie, die wollen ja nur die Leute fixieren, damit sie ihre Ruhe haben. Bullshit! Ganz ehrlich. So, jeder, der festen Überzeugung ist, dass das so ist, der soll sich das mal angucken. Das ist nicht schön. Alles andere ist schön. Ja, da brauche jetzt selber eine Zigarette, um halt runterzukommen. Bedarf, ja. Naja, das an dieser Stelle. Ja. Die liebe Psychiatrie, die liebe Fixierung. Es sind so viele rechtliche Aspekte noch zu betrachten, auf die ich weder Lust habe, noch die nötige Kompetenz. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Mir ist bloß wichtig, was Gewalt und auch Gewaltformen angeht, ein wenig zu sensibilisieren. Wenn du aus dem fachlichen Rahmen kommst und mit dem Gedanken spielst, im Rahmen deiner Ausbildung oder sonst irgendwie mal in der Psychiatrie reinzuschnuppern, dann seid ihr der Tatsache bewusst, es ist ein hartes Pflaster. Aber ich finde persönlich, es gibt einen auch wahnsinnig viel, weil im Gegensatz zu vielen anderen Fachgebieten die Leute viel bessere Chancen haben. Also so sehe ich das. Nach der Entlassung dann halt auch wieder ein besseres Leben zu führen, als sie es davor getan haben. Also verstehe mich nicht falsch, auch eine künstliche Hüfte bringt natürlich Lebensqualität. Absolut keine Frage, wenn aufgrund von einer Coxarthrose Schmerzen in der Hüfte vorhanden sind, ist natürlich so eine TEP eine Weltklasse-Geschichte und wird auch für sehr viel Lebensqualität sorgen. Also ein schmerzfreies Leben ist unglaublich viel Lebensqualität. Und ja, aber da ist dann das angestrebte Ziel, wieder schmerzfrei Treppen steigen zu können.
in der Psychiatrie, wo man es halt häufig auch mit jungen Patienten hat, die, also nirgendwo hört man auch so extreme Geschichten wie in der Psychiatrie. Und was ich auch so faszinierend finde, ist, ich kenne meine Patienten, also ich kenne sie wirklich, ich kenne die Hintergründe, ich kenne häufig die Familiengeschichte. Das sind alles Sachen, die in den Heilungsprozess mit reinfließen, was die Patienten dann auch mit einem teilen und was ich finde wahnsinnig kostbar ist, weil man lernt selber unglaublich viel, oder ich durfte unglaublich viel von meinen Patienten lernen. Ich durfte auch vor allen Dingen lernen, dass der größte Teil wirklich ganz normale Menschen sind, weswegen es mich auch so fürchterlich aufregt, dass in unserer Gesellschaft immer noch, wenn jemand ein psychisches Leiden hat, gleich einen Stempel aufgedrückt bekommt und entweder er ist selbst dran schuld oder er soll sich nicht so anstellen. Da schwillt mir auch die Krawatte, wenn ich das höre. Es macht keinen Unterschied, ob sich jemand den Arm bricht oder seelisch krank ist. Wenn ein Mensch leidet, dann ist es meiner Meinung nach die Aufgabe von professioneller Pflege, da etwas den Möglichkeiten entsprechend zu unternehmen und für uns als Gesellschaft gleich zweimal. Und eine sehr negative Entwicklung, wie ich finde, ist halt einfach, dass auch weiterhin unglaublich große Vorurteile herrschen gegen psychisch Kranke, und solange das nicht besser wird, werden sich auch sehr viele Leute, die wahnsinnige Qualen leiden, denen es überhaupt nicht gut geht und die unbedingt Hilfe brauchen und diese eigentlich auch möchten, sich keine Hilfe suchen, weil sie Angst haben, dass irgendjemand mit den Fingern auf sie zeigt und sagt, ja, du bist da selber dran schuld. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich hoffe, ich konnte dich da ein wenig zum Nachdenken inspirieren. Kommen wir nun zum nächsten großen Bereich, nämlich Sex und Enthemmung in der klinischen Psychiatrie. Wenn die Leute, gerade wenn sie wahnhaft sind, wenn sie in einer Manie sich zum Beispiel befinden, sind sie häufig sexuell enthemmt. Ich persönlich finde, dass das Thema Sexualität generell mehr thematisiert gehört im Rahmen der professionellen Pflege, gerade im Bereich der Langzeittherapie. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern heute geht es um Sexualität im stationären klinischen Setting im Rahmen einer Behandlung in der Psychiatrie. Nun, was kann dazu führen, dass die Leute enthemmt sind? Natürlich ganz klar die Grunderkrankung, wie beispielsweise schon genannt, die Manie ist da häufig zu nennen, diverse wahnhafte Sachen natürlich. Aber das werden wir alles mal im Rahmen von Krankheitsbildern besprechen. Was jedoch wichtig ist, ist zu sagen, dass gerade wenn die Patienten oder Patientinnen sexuell enthemmt sind, dass man sie vor sich selber schützen muss, allerdings auch natürlich die Mitpatienten und das Personal schützen muss. Häufig wird so etwas wie ein Beziehungswahn entwickelt, also sprich die Patientinnen denken, dass sie mit Person XY so etwas wie eine romantische Beziehung führen. Das muss allerdings nicht auf gegenseitiger Basis verlaufen, aber im Kopf ist es so abgespeichert und ja, da kann es durchaus zu gefährlichen Situationen kommen, weswegen man da auch stets ein Auge drauf haben muss. Es gibt natürlich auch Medikamente, die eine enthemmende Wirkung haben können. Benzodiazepine beispielsweise, ganz klassisch in der Gerontopsychiatrie das Lorazepam. Also es wird ja nicht nur im geriatrischen Bereich angewendet, aber gerade bei geriatrischen Patienten kann es halt zu einer enthemmenden Wirkung kommen, oder da ist es bekannt, dass es häufiger einen enthemmenden Effekt hat, was sich dann in sexuellen Gesten zeigen kann. Das muss man dann halt einfach beobachten und die Patienten dann natürlich vor sich selber schützen. Es kommt natürlich des Öfteren vor, dass Patienten, die zum Beispiel dasselbe Alter haben oder eine ähnliche Lebensgeschichte, dass die dann sich zueinander hingezogen fühlen und dann so etwas wie eine Romanze sich ergibt, was normalerweise ja natürlich was Schönes wäre, absolut keine Frage, aber im stationären Setting einfach nicht Gutes, einfach auch aus dem Grund, die Personen befinden sich ja während des Aufenthalts
in einer Ausnahmesituation, also in einer emotionalen und in einer psychischen Ausnahmesituation. Und da ist natürlich das etwas komplett anderes, als wenn man sich unter Idealbedingungen außerhalb der Psychiatrie kennenlernen würde. Beispielsweise, was auch des Öfteren vorkommt oder was ich in der Vergangenheit einfach schon mehrfach erlebt habe, ist, dass Dankbarkeit dem Pflegepersonal oder auch dem medizinischen Personal gegenüber mit romantischen Gefühlen verwechselt wird oder assoziiert wird und sich das dann auch in dem Bereich in eine etwas komische Richtung seitens von den Patienten entwickeln kann, wo man dann auch ganz klar Grenzen ziehen muss und den Leuten auch erklären muss, dass das halt so nicht funktioniert, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Insbesondere was sexuelle Beziehungen zwischen den Patienten zwischen den Patienten während des Aufenthaltes angeht. Ich meine, klar, was draußen passiert, das kann man nicht kontrollieren, das ist auch gut so. Aber während des stationären Settings, da ist es mir auch schon mal passiert, dass ich bei einem Rundgang im Nachtdienst 2 Patienten voneinander trennen musste, also einen von einer Patientin runterziehen musste. Beides geschah zwar im gegenseitigen Einvernehmen, jedoch waren beide auch im Nachhinein heilfroh, dass ich das Ganze unterbunden habe, einfach weil beide knalle manisch waren und das ansonsten nie dazu geführt hätte. Und genau das ist auch das Wichtige, was die professionelle Pflege in der Psychiatrie in diesem Kontext betrifft. Man muss die Leute einfach hin und wieder vor sich selber schützen und man muss auch das Gesamtbild immer im Auge behalten. Also wenn jemand das niemals so im normalen Zustand machen würde, dann ist es halt auch einfach ganz klar. Plus, dass man sich halt, das ist auch eine sehr gute Übung für die Patienten ist, ihre eigenen Impulse zu kontrollieren beziehungsweise zu steuern, weil wie sieht das reale Leben aus tatsächlich. Also man kann auch nicht sonst immer und überall Sex haben, wenn man es vielleicht gerne gerade haben möchte. Und so ist es dann halt auch in der Psychiatrie. Da muss man halt seine Impulse auch mal in Zaun halten können. Ja, die Liebe. Wir erinnern uns an die Bedürfnispyramide nach Maslow. Sexualität ist ein absolutes menschliches Grundbedürfnis. Weiter geht's. Drogen und Intoxikation. Das Thema Drogen, gerade im Rahmen der Psychiatrie, ist ein riesiges Feld, wo es auch nochmal gesondert mehr als ein Video geben wird. Wichtig hier für den groben Überblick ist jedoch, dass man sich einfach der Tatsache bewusst ist, dass die Leute Drogen auch versuchen werden hineinzuschmuggeln und dass man da halt einfach einen gewissen Blick dafür entwickelt. Die Kunst in der Psychiatrie ist im Allgemeinen darauf zu achten, wann verhält sich jemand natürlich, also wann geht es jemandem so gut, dass er sich nicht verstellt, dass er sich so wohlfühlt, dass man tatsächlich die Person vor sich hat. Ja, klingt jetzt etwas kompliziert, aber es ist doch so, das machen wir alle, wie hat Goffman so schön gesagt, der Soziologe, wir alle spielen Theater. Ja, also wir verhalten uns in den Rollen, die wir den Menschen im Laufe eines Lebens so begegnen, also sei es in dieser professionellen Rolle als Pfleger, Patient oder sei es in einem privaten Setting, da verhält man sich einfach den Personen gegenüber komplett anders, als man es sonst machen würde. Und was jetzt gerade Suchtpatienten angeht, da ist es immer wichtig, wenn irgendjemand jetzt komplett aus der Reihe fällt, also wenn man jetzt das Gefühl hat, gut, ein Patient, der die letzten Tage immer knalleentzügig war und auch angespannt und angetrieben, ist jetzt auf einmal eher sediert, ohne dass man ihnen Medikamente gegeben hat, dann ist das schon so etwas, wo man anfangen sollte, dann ein bisschen Auge drauf zu haben und zu gucken, okay, findet vielleicht ein Beikonsum statt, findet vielleicht auch ein Handel statt, also auch das habe ich bereits erlebt. Und halt vor allen Dingen wichtig ist, bei der Aufnahme zu schauen, hat jemand Drogen dabei, hat jemand Drogen konsumiert und dann entwickelt man einfach mit der Zeit ein Gespür. Beispielsweise fast alle Substanzen lassen die Pupillen groß werden.
Großer Unterschied, Morphine, Opiate, alle Opiatderivate verengen die Pupillen. Also die werden dann stecknadelkopfgroß. Die Leute bekommen einen zentralisierten Kreislauf, also werden sehr bleich, sehr kaltschweißig stellenweise. Und da ist es dann wichtig, wenn jemand so direkt schon zur Aufnahme kommt, also auch wenn er dann sagt, dass er nichts konsumiert hat, muss eine sehr adäquate Kreislaufüberwachung stattfinden und insbesondere die Atmung muss kontrolliert werden, weil Opiate ja eine atemdepressive Wirkung haben. Deswegen gilt es da, einen besonderen Blick drauf zu haben und die Sachen dementsprechend zu kontrollieren bzw. nachzufragen. Bevor man in irgendetwas reingreift, eine Tasche oder sonst irgendwas, immer fragen, ob da etwas drin sein könnte, woran man sich stechen kann. Deswegen in vielen Kliniken ist zum Beispiel auch mittlerweile es überhaupt nicht mehr gang und gäbe, Taschenkontrollen durchzuführen, einfach weil die Verletzungsgefahr sehr hoch ist. Wo ich immer ein sehr großes Problem mit habe oder wo ich tatsächlich anfange, Aggressionen zu entwickeln, ist, wenn jemand nicht behandelt werden will, dann ist das ein gutes Recht. Das ist absolut in Ordnung, da habe ich kein Problem mit. Aber so ein Entzug ist absolut kein Zuckerschlecken und das soll es ja auch nicht sein. Und wenn man dann so klassische Wackelkandidaten hat, also jeder, der mal, ich bin Raucher, ja, vielleicht bist du auch Raucher oder kennst das zumindest, ja, wenn man schon mal versucht hat, Gewohnheiten zu ändern und mit dem Rauchen aufzuhören und das fühlt sich nicht gar so prickelnd an wie manche andere Sachen. Und bei Drogen ist es dann natürlich noch mal eine Ecke schlimmer. Und wenn die Leute dann Entzugserscheinungen haben und sich tatsächlich bemühen und kämpfen und an der Grenze sind und dann jemand kommt und das Ganze zunichte macht. Also ich habe kein Problem damit, wenn jemand einen Rückfall erleidet und dann kommt und sagt, hey, ja, hier war Kacke, aber ich will eigentlich aufhören, deswegen bin ich hier. Ich habe schon Alkoholikern zum 20. Mal durch einen Entzug geholfen. Das ist jetzt absolut nichts so Außergewöhnliches. Aber wenn man den Entzug und die Chancen von jemand anderes sabotiert, da werde ich aggressiv. Also das kann ich auf den Tod nicht leiden. Und gerade bei Konsum, bei Leuten, die psychisch vorbelastet sind, die eine Neigung zu Psychosen haben, denen dann psychoaktive Substanzen zu geben, das kann wirklich ganz schwer nach hinten losgehen. Und da habe ich keinerlei Verständnis und auch keinerlei Empathie dafür, wenn das jemand macht. Fangen wir an mit den Opiaten, ganz klassischerweise Heroin. Heroin wird einem häufiger in der Psychiatrie wahrscheinlich begegnen, schlicht und ergreifend, weil es eine Substanz ist, die wahnsinnig stark abhängig macht, sowohl psychisch als auch physisch. Ein Heroinentzug dauert so an die 3 Tage, der wird begleitet mit starken Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen und einer Laune, die nicht so sonderlich erquickend ist. Ist wie eine Drehtür, muss man durch. Sollte man allerdings natürlich nicht wiederkommen. Was bleibt einem dazu zu sagen? Wichtig ist, wenn die Leute zur Aufnahme kommen und es klar ist, dass die irgendwas in diese Richtung machen, bei der Taschenkontrolle explizit mehrfach fragen, ist irgendwas da, womit man sich stupfen kann, weil es macht keinen Spaß, wenn man in eine Tasche reingreift und sich an etwas sticht. Wir haben immer so stichfeste Handschuhe gehabt, wie sie zum Beispiel auch die Polizei verwendet. Und ich persönlich habe mir eigene geholt irgendwann. Einfach A, weil ich es hygienischer finde, B, weil ich mit Handschuhen immer so meine Probleme habe. Und ich finde, das ist eine gute Investition in die eigene Sicherheit. Aber das ist meine persönliche Meinung. Als nächstes Kokain, weißes Pulver. Kokain ist ein Aufputschmittel. Kokain macht die Pupillen tendenziell eher weit und hat eine sehr stark psychisch abhängig machende Wirkung. Es ist eine Ego-Droge, wie es so schön heißt. Also Kokain wird auch liebevoll als Manager-Droge bezeichnet, einfach weil sie wahnsinnig teuer ist und das Ego pusht. Deswegen leiden Leute, wenn sie unter Kokainentzug sind, haben körperliche Entzugserscheinungen wie starkes Schwitzen,
Es sind häufig, der Elektrolythaushalt ist häufig auch massiv im Ungleichgewicht, einfach durch den Kokainkonsum, und psychisch leiden sie wahnsinnig darunter, weil sie in ein tiefes Loch fallen. Ja, also das Kokain hat ihnen so etwas wie ein Ego gegeben. Das ist vor allen Dingen gefährlich für Leute, die tendenziell eher zu Minderwertigkeitskomplexen neigen, und die fallen dann in ein ganz tiefes Loch. Und die dann da wieder rauszubekommen, das ist stellenweise schon eine Herausforderung. Dann, was andere Aufputschmittel angeht, sind natürlich noch zu nennen Amphetamine, also Speed und MDMA, was in Ecstasy vorkommt. Speed wird man überwiegend in Pulverform finden. Amphetamine sind flüchtige Stoffe. Obwohl sie in Pulverform da sind, reagieren sie mit der Luft. Das bedeutet, dünsten aus, riecht wahnsinnig bissig. Also Speed erkennt man auch schon am Geruch. Das hat so einen richtig beißenden, ätzenden Geruch. Genauso wie so in Richtung Aceton, die Richtung. Ja, wird überwiegend geschnupft, weswegen es bei Leuten, die zu Amphetaminkonsum neigen, auch zu starken Verletzungen der Nasenschleimhaut kommt, einfach weil es so ein ätzender Stoff ist. Und was auch charakteristisch ist die sogenannte Speed-Akne. Also Leute, die viele Amphetamine konsumieren und das auch über einen längeren Zeitraum, haben häufig sehr schlechte Haut, und darauf ist dann zu achten. Elektrolytentgleisung ist auch häufig, weil Amphetamine unterdrücken Hunger- und Durstgefühle und natürlich auch die Müdigkeit. Weswegen die Leute, wenn man sie im stationären Setting hat, meistens völlig gedeizt, übermüdet, überdreht und exekiert sind. Mein Tipp war immer, wenn ich jemanden aufgenommen habe, der aufgrund von Amphetaminmissbrauch, mit einer Amphetamin-induzierten Psychose beispielsweise, nachts aufgeschlagen ist, war immer meine Empfehlung: duschen, 2 Liter trinken, was essen und ins Bett. Ja, aber ich bin nicht müde, kam dann immer. Ja, Kollege, das ist mir schon klar, dass du nicht müde bist, aber du bist seit einer Woche nicht müde. So, das ist nichts, was jetzt irgendwie eine natürliche Ursache hat, sondern ja, du bist halt einfach völlig oben drüber. Und der Entzug hat meistens eher körperliche Anzeichen, also wie zum Beispiel Lethargie, Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Das Beste, was man den Leuten halt dann Gutes tun kann, um sie da gut durchzubringen, ist viel zu trinken geben, Vitamine, Elektrolyte vor allen Dingen. Also der komplette Elektrolythaushalt ist einfach durch Amphetamine wirken auf den Sympathikus, also der Körper ist permanent in einer Stresssituation, es wird sehr viel Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet und der Körper ist eigentlich im Kampfmodus. Wir erinnern uns, das limbische System sagt uns ja in einer Stresssituation Kampf, Flucht oder Angststarre, und der Körper ist permanent in diesen Kampfmodus. Und wenn der Körper der festen Überzeugung ist, dass er gleich kämpfen muss, spielt Hunger keine Rolle, Müdigkeit keine Rolle und Durst keine Rolle. Und das wird halt mit so einer Substanz künstlich erzeugt. Und dass das ein Zustand ist, der jetzt auf Dauer nicht so wirklich erstrebenswert ist und auch nicht wirklich dafür sorgt, dass unser Gehirn und unser Körper leistungsfähig sind und bleiben, kann man sich eigentlich denken. Aber naja, wie es halt mit vielen Dingen ist, was man sich eigentlich denken kann, tun es halt viele Leute dann doch nicht. Also wie gesagt, um die Leute da gut durchzubringen, viel trinken, Elektrolyte und viel Schlaf. Ich habe schon erlebt, dass Leute mehrere Tage quasi durchgeschlafen haben und dann ging es denen auch deutlich besser. Also dann erwachen komplett andere Lebensgeister wieder. In dieselbe Stoffgruppe der Amphetamine sind auch zum Beispiel MDMA einzuordnen. MDMA, ein Stoff, auf dessen Grundlage zum Beispiel auch Ecstasy aufgebaut ist. Und MDMA ist ein Stoff, der seine Wurzeln in der Psychiatrie bzw. in der Psychotherapie hat. MDMA erzeugt ein euphorisierendes Gefühl. Viele beschreiben oder vergleichen das auch mit dem Gefühl des Verliebtseins, weswegen es sich halt sehr großer Beliebtheit insbesondere in der Techno-Szene erlangt hat. Und zu den größten Gefahren gehören natürlich, wenn es als Tablette genommen wird, also als Ecstasy-Tablette, dass die Leute überhitzen. Bei Tabletten ist generell immer die große Gefahr einer Überdosierung.
Und MDMA und Ecstasy, die erhöhen halt die Körperkerntemperatur. Also es kann zu einem hyperthermen Schock kommen, genauso wie es halt zu kreislaufbedingten Problemen aufgrund von Exikose oder Elektrolytentgleisung kommen kann. Deswegen, wenn jemand kommt, große Pupillen hat, stark am Schwitzen ist, was auch charakteristisch ist, da gibt es allerdings mehrere Ursachen zu, ist die Leute kauen. Also man sagt, die haben einen Beißer. Ja, die Leute kauen auf, man sieht richtig, dass die Kiefermuskulatur angespannt ist. Manche knirschen dann auch mit den Zähnen. Das ist zum Beispiel sehr wahnsinnig charakteristisch für Amphetamine. Und daran ist auch sehr gut zu erkennen, ob die Leute etwas in diese Richtung genommen haben. Man sieht es sowohl bei Leuten, die auf Speed sind, genauso wie bei MDMA, Ecstasy und auch Methamphetamin. Also das ist ganz charakteristisch für die Stoffgruppe der Amphetamine, dass die Leute dieses Knirschen, dieses auf den Zähnen herumkauen oder viel Kaugummi kauen haben. Leute, die da auch über einen längeren Zeitraum Missbrauch betreiben, die haben auch eine massiv ausgeprägte Kiefermuskulatur. Also daran kann man das dann auch erkennen. Also wenn jemand kommt und er hat große Pupillen, schwitzt, als wäre er gerade Marathon gelaufen und presst den Kiefer zusammen, dann ist er auf jeden Fall auf so etwas wie Ecstasy. Wenn er noch dazu ein verschobenes Gesicht hat, was so ein wenig aussieht wie ein modernes Kunstwerk, dann liegt das am Strychnin. Strychnin, ein Rattengift, ein Kumarin-Derivat, also artverwandt mit dem Makoma, wird Ecstasy beigemischt, es ist einfach ein Streckmittel, soll genau diese Hyperthermie etwas entgegenwirken und das Blut flüssig halten. Wird deswegen Strychnin verwendet, allerdings hat Strychnin als Nebenwirkung genau diese Gesichtsentgleisung, diese Muskelspasmen, und da gilt es dann halt auch wieder besonders darauf zu achten, dass man die Körpertemperatur runterbekommt, und noch zusätzlich ist halt auch eine erhöhte Blutungsgefahr vorhanden, einfach aufgrund der eingeworfenen Kumarine. Also viel trinken und zur Not die Leute an den Tropf hängen. Alles natürlich nach ärztlicher Rücksprache. Gucken wir uns dann als nächstes mal das Methamphetamin an. Methamphetamine sind auch bekannt als Meth, Crystal Meth, oder früher war es die Panzerschokolade. Also es ist ein Stoff, der schon sehr lange bekannt ist und auch für seine aufputschende Wirkung bekannt ist. Die Leute verspüren ein euphorisierendes Gefühl, sind wach und fühlen sich leistungsstark und gehen innerhalb kürzester Zeit wirklich an der Scheiße zugrunde. Charakteristisch ist auch wieder eine schlechte Haut. Da das Zeug wahnsinnig ätzend ist, kommt es auch zu richtigen Kratern, stellenweise im Gesicht. Schlechte Zähne, wenn es geraucht wird. Man erkennt es daran, dass es in Pulverform auch eine sehr kristalline Art hat. Das sind richtige kleine Splitter, also auch wenn es bereits klein gemacht wurde, zu sehen. Ja, also einfach, das macht die Leute völlig kirre, völlig gaga. Es senkt die Gewaltbereitschaft. Also bei Leuten auf Amphetaminen ist immer, oder generell bei Leuten mit Drogen, die drogenintoxikiert sind, ist immer eine erhöhte Gewaltbereitschaft zu erwarten. Also deeskalierendes Verhalten, deeskalierende Pflege, wahnsinnig wichtig, und auch in der Gesprächsführung das A und O. Immer gucken. Ansonsten gilt wie bei allen anderen Amphetaminen: viel trinken, Ruhe, Elektrolytkontrolle und auf sich Acht geben. Dann die Stoffgruppe der halluzinogenen Substanzen, wie zum Beispiel LSD, PCP, also Psychozilin, und DMT, Dimethylamin. Bei den Halluzinogenen ist die Wirkung jedes Mal quasi eine andere. Also die Leute, wenn sie in der Psychiatrie aufschlagen, dann weil sie entweder jemanden verkannt haben und einen schlechten Trip haben und deswegen aggressiv geworden sind, oder weil sie halt komplett abgedriftet sind und nicht mehr handlungsfähig. Ich habe nachts mal einen auf der Intensivstation gehabt, wollte uns weder seinen Namen noch sonst etwas verraten, ist von der Polizei nackt auf einem Feld aufgegriffen worden, weil der Mais abgerissen hat. Also so kann es dann auch laufen. Hat kein Wort gesprochen, uns aber mit großen Augen angeguckt, wo mehr Pupille als sonst was war in beiden Augen. Ja, so kann das dann natürlich laufen. Ein LSD-Trip kann auch 48 Stunden dauern, also da muss man auch dann ein wenig Geduld als Pflegekraft mitbringen, wenn man so jemanden betreuen darf.
ja, man kann nicht so wirklich sagen, da muss man, was die pflegerische Versorgung angeht, für sehr viel Sicherheit sorgen. Die Leute haben, wenn es so weit gekommen ist, dass die im Bereich der Psychose sind, ist insbesondere bei halluzinogenen Substanzen der Angstfaktor wahnsinnig entscheidend, plus dass die Ängste den Trip halt auch nochmal verstärken. Also wenn jemand panisch und ängstlich mit großen Pupillen halt kommt, kann es immer eine drogeninduzierte Psychose sein, klar. Aber da gilt es dann wirklich sehr ruhig mit den Leuten umzugehen und zu schauen, ob sie darauf positiv reagieren oder nicht. Ansonsten, ich meine, klar, nach ärztlicher Rücksprache, absolut keine Frage, soll gerade bei psychogenen Substanzen oder bei halluzinogenen Substanzen Haldol eine hervorragende Wirkung haben, so als Tipp am Rande. Und am Ende der große Klassiker und meiner Meinung nach die schlimmste Substanz überhaupt, Alkohol. Alkohol zerstört Familien, hieß mal ein Aufklärungsslogan. Und ich persönlich finde tatsächlich, dass Alkohol die gefährlichste Droge ist, die wir haben. Weil Alkohol hat eine wahnsinnig starke zelltoxische Eigenschaft. Also es macht Zellen kaputt, es macht das Hirn kaputt, es frisst Löcher ins Hirn. Also jeder, der mal CT-Aufnahmen von einem Korsakow-Patienten gesehen hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Und ich habe so ein prägendes Erlebnis gehabt, also da vergeht's einem wirklich und seitdem schmeckt das Feierabendbier auch nicht mehr und ich trinke wirklich ganz, ganz selten nur noch seitdem. Ich habe einen Patienten gehabt, den habe ich innerhalb von kürzester Zeit mehrfach aufgenommen und mehrfach entzogen. Also ich glaube, der war 3-mal zum Entzug innerhalb von 2 Monaten da, was schon rein rechnerisch eigentlich nicht geht, weil die normale Zeit 21 Tage beträgt. Also der hat jedes Mal abgebrochen und ist wiedergekommen und ja, so läuft's halt manchmal. Ein klassischer Drehtürpatient, wie es so schön heißt. Und bei ihm war halt das Besondere, ja, als ich ihn das letzte Mal aufgenommen habe, da blieb er sehr lange. Also der war, glaube ich, 4 oder 5 Monate bei uns und hat in der Zeit es nicht geschafft, sein eigenes Zimmer wiederzufinden. Musste sich alles aufschreiben und das war halt so dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Weil ich habe ihm 2 Wochen davor, habe ich den noch entlassen und ihm alles Gute gewünscht. Als er dann wiedergekommen ist, war das Hirn halt in keinem so taufrischen Zustand mehr. Und das fand ich wahnsinnig erschreckend, das zu beobachten, schlicht und ergreifend aus dem Grund, wenn er nüchtern war, wenn der entzogen war, dann war das auch ein netter Kerl. Ja klar, hat er Probleme gehabt und klar war das halt auch mit einer Entgiftung nicht getan. Absolut keine Frage. Aber was ich halt wirklich so furchtbar fand, ist, dass der sich selbst und sein Hirn zugrunde gerichtet hat, obwohl er die besten Voraussetzungen gehabt hätte. Also körperlich dann wieder. Der war eigentlich gesund und auch kräftig und der Alkohol hat ihn halt zugrunde gerichtet. Und das hat man ihm halt mit den Jahren halt auch einfach immer mehr und mehr angesehen. Aber da dieses Erlebnis, dass vor 2 Wochen quasi noch alles in Anführungsstrichen in Ordnung war, also klar, hat man da auch schon gewisse Ausfallerscheinungen feststellen können, aber da war es neurologisch jetzt noch nicht so extrem, dass man hätte sagen können, ja, man merkt den Verfall. Aber dann 2 Wochen später Schicht im Schacht. Und er hat sich wirklich über diesen kompletten Zeitraum, es waren mehrere Monate, nicht sein Zimmer merken können und auch sonst sehr viele Sachen nicht. Also das war ein Drink zu viel, deswegen ich bin der festen Überzeugung, am Boden einer Flasche befinden sich mehr Probleme als Lösungen und deswegen sollte jeder generell auf sein Konsumverhalten ein wenig mehr achten. Aber ich glaube, da wird man sowieso sehr sensibel, wenn man im psychiatrischen Bereich tätig ist. Und ja, gerade beim Alkohol, also wenn die Leute akut kommen, akut zur Entgiftung, muss man natürlich schauen, was für ein Promillegehalt haben die und dann nach ärztlicher Rücksprache entweder Diazepam als Krampfschutz oder Distraneurin geben. Das handhabt jedes Haus für sich, aber wie gesagt, besprechen wir da alles mal im Detail. Es ging ja bloß darum, einen groben Überblick zu verschaffen. Ja, und ich glaube, das ist mir jetzt so ein wenig gelungen. In diesem Sinne, ich hoffe, du bist gut unterhalten worden, hast Spaß gehabt und konntest was lernen. Lass mir doch bitte ein Abo da und ja,
schreib mir doch in die Kommentare, wie du das Video fandest, ob du was hast lernen können, was dir fehlt und wozu du gerne noch mehr Videos hättest. In diesem Sinne, bleib gesund und ruhigen Dienst.